Lernst du jeden Tag mit 2, 3 Apps und sprichst trotzdem kaum Deutsch? Das ist, ganz normal, passiert vielen. Heute zeigen wir, welche Apps wirklich helfen und wie du sie im Alltag benutzt, für echte Gespräche im Café oder im Büro, und zwar auf A2. Und wir sagen nicht nur Namen, sondern genau, wie du sie kombinierst. Also morgens im Bus, abends auf dem Sofa, und was du sprichst, damit es nicht nur Klicks sind, sondern echte Sätze. Hey, ich bin Tim und neben mir ist Julia. Und wenn ihr das üben wollt, die ganze Lektion ist auf Vocabli. Also, fangen wir an. Viele fragen ja, Duolingo, Babbel, Anki, Tandem, was ist gut, was nicht, oder? Ich sag mal so, es kommt drauf an, was du gerade brauchst. Genau. Für einen leichten Start ist Duolingo super, finde ich. Es ist spielerisch, du machst schnell kleine Einheiten und du baust Wörter auf. Aber nur damit sprechen lernen, naja, das klappt selten. Ja, und dann gibt's Babbel oder Busuu, die sind strukturierter. Da hast du Grammatikerklärungen, Dialoge und oft auch kleine Tests. Das ist gut, wenn du sagst, ich will Kapitel, Lektion, Fortschritt. Und dann Anki, das ist halt Karteikarten auf dem Handy. Da lernst du mit Wiederholen in Abständen. Also die App zeigt dir Karten nach einem Tag, dann nach ein paar Tagen, dann wieder später. Das bleibt echt gut im Kopf. Und fürs Sprechen sind Tandem oder HelloTalk klasse. Du findest echte Leute, Chattest oder machst Sprachnachrichten. Das ist erstmal ein bisschen scare, aber nach 2, 3 Nachrichten wird's einfach normal. Okay, machen wir direkt ein kleines Roleplay, ja? Stell dir vor, du bist in Tandem, ich bin dein Sprachpartner. Du willst fragen, wo der Bahnhof ist. Los geht's. Ey, okay. Hallo. Ich lerne Deutsch. Entschuldigung, wo ist der Bahnhof, bitte? Sehr gut. Ich antworte als Partner. Hallo. Der Bahnhof ist in der Stadtmitte, 10 Minuten zu Fuß. Du kannst da geradeaus gehen und dann links. Dann schreibe ich zurück, danke. Ist es weit? Und vielleicht schicke ich eine Sprachnachricht, damit ich die Aussprache übe. Genau so. Und jetzt der wichtige Teil. Du fragst deinen Partner um kleine Korrekturen. Zum Beispiel: Kannst du meine Nachricht korrigieren, wenn etwas falsch ist? So lernst du echt schnell. Ich sag auch gern, korrigiere nur das Nötige, bitte. Dann bleib ich motiviert. Und ja, viele Deutsche helfen gern, wenn sie merken, du gibst dir Mühe. Kurzer Tipp, bevor wir weitergehen. Viele machen nur App, App, App und sprechen nie mit Menschen. Das ist der größte Fehler. Nimm die App als Start, aber mach dann eine Stimme, eine echte Situation. Oh ja, und Aussprache. Die wird oft ignoriert. Dieses CH, also ich wie in ich, weich, und ach wie in acht, hart. Wenn du das mischst, versteht man dich oft schlechter. Es gibt Apps, die dabei helfen. Sedlang oder Spiechling haben gute Videos und Feedback für Laute. Du sagst einen Satz und du bekommst Tipps, wo der Mund sein soll, also vorn oder hinten. Ich hab da eine kleine Geschichte, die passt. Eine Freundin hat in einer App Vokabeln gelernt und war dann super stolz. Im Café sagte sie ganz laut, ich finde Schokolade schockierend. Sie wollte sagen, ich liebe Schokolade. Alle haben gelacht, aber nett. Oh je, aber süß. Genau deshalb ist Kontext wichtig. Nicht nur Wörter, sondern Sätze in echten Szenen. Memrise oder Nikos Weg von Deutsche Welle zeigen oft Clips mit Alltag. Das hilft total. Lass uns mal eine Mini-Routine bauen, okay? Zum Beispiel 3 Minuten Anki, dann 4 Minuten hören mit Nikos Weg oder einem leichten Podcast,
danach 3 Minuten sprechen mit Sprachnachricht in Tandem. 10 Minuten, fertig. Ja, das ist schlau. Und wenn du keine Partner hast, sprich einfach in die Notizen-App und hör dich danach an. Klingt komisch, aber du hörst direkt, was noch nicht klar ist. Und hey, noch ein kleines Roleplay, diesmal Aussprache. Ich sag ein Wort mit ich, du eins mit ach, ja? Ich, nicht, Milch. Und ich, ach, Dach, Bach. Du hörst, wo der Klang sitzt, oder? Vorn bei ich, hinten bei ach. Das ist simpel, aber wichtig. Bevor wir weitermachen, ganz kurz ein Check, okay? Weißt du noch, was Wiederholen in Abständen heißt? Das ist, wenn die App die gleichen Karten nicht jeden Tag zeigt, sondern nach Pausen, erst nach einem Tag, dann nach ein paar Tagen, dann nach länger. So bleibt das Wort besser im Kopf. Top. Und jetzt zu einer kleinen Debatte. Viele sagen, Duolingo ist nur ein Spiel, bringt nix. Andere sagen, es macht Spaß, ich bleibe dran. Ich sag, nimm es als Warm-up und kombiniere es mit Anki und echter Konversation. Genau, also kein Entweder-Oder. Ich würde so wählen, für Basiswörter und Motivation Duolingo oder Memrise. Für Struktur Babbel oder Busuu. Für tiefe Wiederholung Anki. Für Sprechen Tandem oder HelloTalk. Und wenn du Grammatik brauchst, nimm kurze, klare Erklärungen. Viele Apps haben das, aber ich mag auch Grammatikkanäle auf YouTube, also in einer App geschaut. Immer nur so lange, bis du einen Satz bauen kannst, nicht eine Stunde Theorie. Ja, Theorie ohne Sprechen bleibt halt trocken. Ich hab noch eine zweite Geschichte. Ein Hörer wollte fragen, wo ist der Bahnhof? Er sagte aber, wo ist der Zug vom Bahnhof? Ein Mann lachte, aber half ihm dann und zeigte den Weg. Am Ende hatten sie eine kleine Tour, total nett. Das ist doch super. Fehler sind nicht das Ende, sie öffnen oft Türen. In Tandem kannst du sogar sagen, korrigiere mich bitte, ich lerne durch meine Fehler. Viele Leute mögen das. Und noch ein Tipp aus der Community, schau Serien oder YouTube für Lernende. Also nicht nur App, hör echte Stimmen, echte Pausen, echte Füllwörter. So lernst du auch, wie Leute wirklich reden, halt. Ja, so wie wir gerade. Und wenn du hörst, schreib 2, 3 neue Wörter als Anki-Karte auf. Nicht 10, nicht 20. Kleine Portionen, dann jeden Tag kurz wiederholen. Wie wählst du denn eine App aus, Tim? Hast du so Kriterien? Ich schaue auf 3 Sachen. Erstens, macht es mir Spaß, also bleibe ich dran. Zweitens, gibt es Sätze in Kontext, nicht nur einzelne Wörter. Drittens, kann ich sprechen oder schreiben, also aktiv werden. Klingt gut. Ich schau außerdem, gibt es eine klare Lernspur, also Lektion 1, 2, 3, ohne Chaos. Und kann ich kleine Ziele setzen, wie 5 Minuten am Tag. Das hilft halt, wenn man müde ist. Was ist mit Ausspracheübung in Apps? Findest du die gut? Manche haben so eine grüne Lampe, wenn du richtig sprichst. Ja, als Start okay. Aber verlass dich nicht nur auf die Lampe. Schick lieber mal eine echte Sprachnachricht an einen Partner, oder hör dich selbst an und vergleiche mit dem Clip. Dein Ohr lernt echt schnell. Oh, noch ein kleiner Fehler, den ich oft sehe, Leute tippen nur, sie sprechen nie. Dann kommt der Moment im Café und zack, Blackout. Deswegen, JID-App, Session endet mit einem gesprochenen Satz, wenigstens einmal laut. Ja. Und mach's leicht. Zum Beispiel, heute übe ich nur diesen Satz, Entschuldigung, ich hätte gern einen Kaffee. Morgen vielleicht, können Sie das bitte wiederholen?
So baust du Mini-Bausteine. Wenn du mal unsicher bist, was du heute machen sollst, nimm unseren 10-Minuten-Plan. 3 Minuten Anki, 4 Minuten hören, 3 Minuten sprechen. Fertig. Kein Stress, aber konstant. Und bitte, vergleiche dich nicht mit Leuten, die sagen, ich lerne 3 Stunden am Tag. Das ist schön, aber für die meisten nicht real. Lieber jeden Tag kurz, als einmal lang und dann eine Pause von einer Woche. Was sagst du zur Frage, Apps oder Unterricht, was ist besser? Beides zusammen ist am besten. Apps geben dir Flexibilität, Unterricht gibt dir Tiefe und sofortiges Feedback. Und wenn Unterricht nicht geht, dann hol dir Feedback in Tandem, echt super Lösung. Noch ein Mini-Roleplay, okay? Du bist die App, ich übe die CH-Laute. Du sagst ein Wort, ich wiederhole. Alles klar. Ich. Nicht. Milch. Wie klingt dein Ich? Ich. Nicht. Milch. Dann du, 8. Dach. Borg. Ich höre, der Klang geht nach hinten. So merk ich es mir. Tipp dazu, leg die Hand leicht an den Hals. Bei Ach spürst du mehr Vibration, bei Ich weniger. Das ist simpel, aber hilft total, auch ohne Lehrer. Wir haben jetzt viele Apps genannt. Lass mich kurz sortieren. Duolingo oder Memrise für Motivation, Babbel oder Busuu für Struktur, Anki für Wiederholen, Tandem oder HelloTalk für Sprechen, Sedlang oder Spichling für Aussprache, Nikos Weg für Alltagsszenen. Das ist schon eine gute Toolbox. Genau, und du brauchst nicht alles auf einmal. Nimm 2 bis 3, die gut zusammenpassen. Und dann bleibst du mal 4 Wochen dabei, nicht jeden zweiten Tag wechseln. Wenn du merkst, du tappst nur auf dem Handy und denkst dabei schon an was anderes, mach die Einheit kürzer. Oder wechsel kurz zu hören und dann wieder zu sprechen. Abwechslung hält das Gehirn wach. Und setz ein kleines Ziel für echte Welt. Zum Beispiel, am Freitag bestelle ich auf Deutsch. Dann übst du die 2 Sätze in der App jeden Tag. So hat die App ein klares Ziel, nicht nur Punkte. Oh, noch ein Thema aus der Community. Manche sagen, man soll absichtlich kleine Fehler machen, damit Leute dich korrigieren. Ich feind das gar nicht schlecht, wenn du freundlich bleibst. Du lernst schnell und bekommst Kontakt. Ja, und bleib locker. Sag einfach, ich lerne noch, hilf mir bitte. Viele freuen sich und geben einen Minitipp. Das ist dann wie eine lebende App, nur netter. Bevor wir zum Ende kommen, ich habe eine Frage an euch. Welche App-Kombi hat euch wirklich geholfen und wie nutzt ihr sie jeden Tag? Schreibt gern, was ihr morgens, mittags oder abends macht, ganz konkret. Und wie hat sich eure Aussprache verändert? Habt ihr einen Trick für Ich und Ach? Teilt das mal, das hilft anderen wirklich. So, und wie am Anfang gesagt, wenn ihr das alles entspannt üben wollt, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und kleinen Übungen ist gratis auf Vocably. Link in der Beschreibung. Das ist wirklich eine nette Hilfe für euren Alltag. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Genau, schaut da mal rein, das passt perfekt zu dieser Folge. Viel Spaß beim Lernen und ja, bis bald.